Salüchen, ich heiße Nina und freue mich für dich, die Karten zu legen, falls diese Legung für dich gedacht ist. Willkommen beim Ludus Tarot und schau mit einer gesunden Portion Skepsis und Distanz, ob hier eine Botschaft für dich dabei ist oder nicht. Ab geht's. Die 6 der Schwerter, das hatten wir schon mal, und zwar gestern. Okay, hier ist ein Aufbruch. Der Aufbruch hält an. Vielleicht ist das auch eine größere Art von Aufbruch, also etwas, das sich natürlich in dem persönlichen Leben spiegeln kann, aber möglicherweise auch größer gedacht werden kann. Wer weiß das schon? Wer kann es sehen? Wer kann es komplett überblicken? Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn wir die Dinge anders lesen, als wir es gewohnt sind, also nicht mit so einer ganz persönlichen Brille, sondern mit einer, die auf beides schaut. Also einerseits das auch ernst nimmt, was im jeweiligen Leben passiert und in der individuellen Geschichte sich abspielt und gleichzeitig mit einem anderen Teil des Bewusstseins damit verbunden bleibt, wie größere Bewegungen passieren, also wie größere kollektive Geschichten sich abspielen. Und manchmal sieht man da sehr starke Parallelen. Ja, kann man auf jeden Fall sehen. Und natürlich ist sowas wie öffentliche Tarotlegungen eine Möglichkeit zu sehen, dass mehrere Menschen von etwas betroffen sind oder mit bestimmten Bildern konfrontiert sind, die dann irgendwie ja, synchron in den Köpfen entstehen oder ja, es ist eine andere Art zu denken. Für mich ist das interessant. Es ist sowas Assoziatives und verknüpft sich eben, ohne dass man das erzwingt. Das ist zumindest meine Hoffnung. Okay, also 6 der Schwerter und die 8 der Münzen. Hier arbeitest du an etwas. Also es ist natürlich auch diese kontinuierliche Arbeit an einer Bewegung, an einer Vorwärtsbewegung, an einer Bewegung durch Wasser. Also es hat jemand in den Kommentaren geschrieben, ich sitze jetzt im Boot und das ist, glaube ich, das ist eine sehr schöne und realistische Einschätzung einer Situation. Also es ist okay. Es ist okay, noch nicht angekommen zu sein. Vielleicht ist es auch etwas, wo wir nur von Insel zu Insel fahren auf unseren Lebenswegen. Ich bin nicht sicher. Ich habe kein festes Konzept, aber mit der Hohepriesterin geht es ja auch um sowas Einsichtsvolles, also Einsicht zu haben. Vielleicht, wie es mir eben kam, wie ich es eben beschrieben habe, in diese Kollektivbewegungen, in diese Kollektivwälzungen. Vielleicht hast du hier Einsicht in eine tiefere Dimension von dem Grundgefühl, dass wir nicht getrennt sind. Und es ist etwas, was wir halt irgendwie schnell mal sagen und etwas, was uns vielleicht auch irgendwie einen Moment gibt von, ich fühle mich wohl. Und ich glaube, es ist auch etwas, was Menschen irgendwie suchen in diesen Zugehörigkeitsfragen, aber sich dann häufig verirren in bestimmten Narrativen, in bestimmten Gruppen, die ihnen das Gefühl eben unmittelbarer geben. Aber der Eindruck ist da, bei mir ist der da, dass Menschen, je weniger sie danach in einer solchen fixen Geschichte oder ja, in diesem direkten gespiegelt bekommen vom eigenen Leben, dass man irgendwo dazugehört, desto mehr haben sie die Möglichkeit, sich mit größeren Umfängen verbinden zu können, weil sie eben nicht eingeschränkt sind in so einem Konformismus. Okay, das klingt jetzt alles sehr politisch. Der König der Stäbe, hier ist irgendjemand im Feld, der sehr feurig ist, der mit dem Feuer vertraut ist, der ein Anliegen hat, also was heißt Anliegen? Anliegen klingt komisch in dem Kontext, aber eine Ambition hat. Ambition ist besser. Eine Ambition, die glüht und die vielleicht auch tatsächlich größere Wellen schlägt. Also ich bin ja so ein bisschen die Telefonistin. Ich fühle mich wie so eine Telefonistin zum Unbewussten. Oder im Versuch, irgendwelche Verbindungen zu schaffen. Also man wird halt irgendwie von irgendeinem Gedanken angeklingelt und man leitet ihn einfach nur weiter. Und das ist eine schöne, erfüllende Aufgabe, um ehrlich zu sein. Wir haben die 7 der Stäbe. Okay, vielleicht verbunden mit dem König der Stäbe. Ich habe den Eindruck, hier ist jemand, der schaut
aus der Position eigentlich den Umfang des eigenen Feuers halten zu können, auf sich selbst, also wie von einer höheren Perspektive schaut hier ein Mensch auf sich selbst, vielleicht du, vielleicht ein Mensch, mit dem du dich verbunden fühlst oder ja, für den du dich irgendwie interessierst oder der sich in deinem Feld aufhält und du weißt es nicht so genau, aber es ist hier, als wenn ein Mensch auf sich selbst schaut mit einem erweiterten Umfang seines eigenen Bewusstseins und auf sich schaut, während er Kämpfe führt. Und von da aus diese Kämpfe auch anders bewertet und beurteilt und andere Entscheidungen in diesen Kämpfen trifft. Wenn ein Mensch sich komplett in dieser Identität bewegt und nicht darüber hinaus mit dem Bewusstsein, dann kommen einem die Kämpfe oft endlos vor. Aber ich habe hier den Eindruck, jemand schaut auf sich selbst, okay, das ist echt interessant, jemand schaut sich selbst dabei zu, wie er etwas macht und hat einen anderen Horizont im Blick, während er auch persönliche Dinge tut, während er vielleicht hier irgendwie in Gefechten ist, in irgendeiner Form, vielleicht in Diskussionen ist, vielleicht also um irgendetwas streitet, sich vielleicht verteidigt oder etwas verteidigt, eine Idee vielleicht auch verteidigt und weiß, dass er es für etwas macht, was über ihn hinausgeht. Und das lässt diesen Menschen anders kämpfen. Für etwas. Nicht gegen spezifische Menschen oder sowas, sondern also er versteht, dass die Aufgabe ja weit über ihn hinausgeht. Und offenbar versteht das dieser Mensch, weil er mit dem Kampf vertraut ist. Also wir hatten es immer wieder und das ist ein Motiv, was häufig in meiner Rübe zirkuliert. Es ist diese Blessur der Wunde. Also dadurch, dass ein Mensch Erfahrungen hinter sich hat, die ihn auch gebrochen haben. Nicht gebrochen, nicht zerbrochen. Aber ein Mensch wäre fast zerbrochen. Oder ist auch zusammengebrochen, aber hat dadurch festgestellt, dass es das auch eher. Ah, okay, wow. Alles klar. Okay, das geht tief. Ein Mensch, der hier irgendwie auftaucht, vielleicht bei dir, oder vielleicht bist du dieser Mensch, kannst dich damit identifizieren oder verbinden. Aber über einen zurückliegenden Zusammenbruch hat ein Mensch festgestellt, dass es nichts gibt, was ihn zerstören kann. Und ist über sich hinausgewachsen und hat aber trotzdem, ist nicht abgehoben, sondern agiert weiter in der Welt und steht für etwas ein und macht eine Position klar. Ein Mensch hat hier auch, ja, ein Mensch hat eine Position und ist auch ist zerbrechlich geblieben. Das ist eine echt krasse Form von Weisheit und Stärke. Stärke hatten wir gestern auch schon. Sehr viel Power, sehr viel Tiefe. Jetzt wanderte mein Blick nochmal auf diesen Salamander, auf dieser Karte, wenn du das erkennen kannst. Der hat ein Tier bei sich, also ein Patron. Okay, jetzt kommt wieder die Harry Potter Kanone. Es gibt doch diese eine Art und Weise, wie man sich gegen Dementoren schützen kann. Bist du Harry Potter fest? Ich weiß, sonst erkläre ich das kurz. Das sind Wesen, und ich weiß nicht genau, wie die entstehen oder so, aber das sind die Wesen, die in den Gefängnissen, also im Zauberergefängnis in Azkaban, die Gefangenen bewachen. Und das sind Wesen, die alles Glück und am Schluss auch irgendwie die Seele und den Geist aus den Menschen saugen. Also die größte Bestrafung ist in dieser Geschichte der Kuss des Dementors. Und das ist, ja, also da wird sozusagen das Wesen, das Leben aus einem Menschen gezogen. Und es gibt eine Art und Weise, sich gegen diese Dementoren zu schützen. Das ist, oh Gott, wie heißt denn dieser Zauber nochmal? Scheiße.
Expecto Patronum. Und das sind Tiergestalten. Also wenn ein Zauberer oder eine Hexe den Patronus-Zauber richtig beherrscht, dann gibt es eine Art silbrigen Lichtstrahl oder Lichtschein, der sich zu einem Tier formt. Und dieses Tier hat irgendwie auch mit der eigenen Signatur, mit der eigenen Seele zu tun oder mit dem eigenen Wesen zu tun. Ich wollte jetzt nicht Persönlichkeit sagen. Es ist so ein langweiliges Konzept, wie ich finde, aber egal. Der Patronus, die Form, die ein Patronus annimmt, ist eine, die irgendwie etwas damit zu tun hat, was einem besonders viel bedeutet. Ich hole jetzt nicht weiter aus, aber es ist interessant. Um den Patronus, diesen Schutzzauber gegen die Dementoren, die das Leben aus den Dingen saugen, die das Leben aus den Menschen saugen, die Verzweiflung natürlich nur zurücklassen und Angst und in den Menschen auslösen, dass sie ständig damit konfrontiert sind, was sie am meisten erschreckt, also dass sie quasi in ihre Schatten geschubst werden und da irgendwie keine Kraft haben, mit umzugehen. Hochinteressante Figuren, diese Dementoren in Harry Potter, aber ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen. Der Punkt ist, um den Patronus ausführen zu können, muss der Mensch, der das tut, also muss der Zauberer oder die Hexe, die das tun, sich auf etwas konzentrieren, was ihnen Kraft gibt, was sie glücklich macht und was größer ist. Wir hatten das mit diesem erweiterten Bewusstseinsraum. Etwas, das größer ist, wofür es sich lohnt. Und es muss etwas sein, was wirklich stark ist. Also es reicht nicht, irgendwie einen Erfolg zu nehmen oder sowas, sondern es ist ein Mensch, den man liebt. Eine richtige große Möglichkeit. Also je stärker dieser Angriff ist durch die Mentoren, desto stärker muss dein Motiv sein. Also ein starkes Motiv ist hier, was dir möglicherweise helfen könnte in einer Situation, in der du mit Konflikt konfrontiert wirst, möglicherweise, oder auch mit Verzweiflung konfrontiert wirst. Und eine Erinnerung vielleicht daran, dass du größer bist, als du glaubst, dass du größer bist als das, was wie soll ich das denn jetzt ausdrücken? Was dir an den Seelenkragen will, was an deine Seele will. Okay. Ich soll nichts weiter ziehen, aber nochmal auf die Hohepriesterin kommen. Es gibt einen Raum in dir, der unzerstörbar ist, der durch nichts korrumpiert werden kann. In diesem Raum befindet sich immer das, was dich daran erinnern kann, dass du viel größer bist, als du manchmal vielleicht glaubst oder als dich die Welt glauben macht. Das war's. Okay, alles klar. Das ist, was ich heute habe oder jetzt habe. Und sage alles Gute. Hoffe, es hat jemandem geholfen. Bis dahin. Ciao.